Ich freue mich auf den Urlaub oder darauf den Urlaub? Und heißt es, ich freue mich auf, dass du kommst oder darauf, dass du kommst? Wenn du auch Schwierigkeiten damit hast, zwischen diesen beiden Optionen zu unterscheiden, dann ist das genau das richtige Video für dich. Okay, starten wir direkt mit den Grundlagen. Auf ist eine Präposition und darauf ist das passende Präpositionaladverb oder auch Pronominaladverb genannt. In der Grammatik können wir nämlich beides sagen. Dieses Pronominaladverb setzt sich immer zusammen aus da bzw. dar und der Präposition. Also in unserem Beispiel auf wird zu darauf. Das können wir natürlich auf alle Präpositionen übertragen, nicht nur auf. Beispiele: zu, dazu, in, darin, an, daran, von, davon und so weiter. Hier ist zu beachten, dass wenn die Präposition mit einem Vokal anfängt, wie zum Beispiel in, an, auf, wir zwischen da und der Präposition ein R brauchen. Also darin, daran, darum, darauf. Jetzt, da wir die Formen kennen, kommen wir zur Nutzung. Und das Ganze ist eigentlich gar nicht so schwierig, versprochen. Denn die Präposition alleine benutzen wir immer vor Nomen oder Personen. Zum Beispiel, ich freue mich auf den Urlaub. Oder ich denke an meine Oma. Oder ich gehe zu Anna. Oder sie wandert in den Bergen. Auch wenn vor dem Nomen ein Adjektiv steht, benutzen wir unverändert die Präposition und nicht das Präpositionaladverb. Also, ich freue mich auf den schönen Urlaub. Ich denke an meine liebe Oma und so weiter. Ich denke, soweit ist alles klar, oder? Nun kommen wir aber zur Nutzung der Präpositionaladverben. Diese werden entweder am Satzanfang verwendet, wenn wir das Nomen oder den Inhalt im zuvor erwähnten Satz nicht noch einmal wiederholen möchten, oder es steht vor Nebensätzen. Starten wir mit dem ersten Beispiel. Die Nutzung vom Präpositionaladverb, wenn man etwas nicht wiederholen möchte. Beispiel: Ich freue mich schon zu verreisen. Ja, darauf freue ich mich auch. Darauf ersetzt hier den Satzteil zu verreisen, den man eben nicht noch einmal sagen möchte. Noch ein Beispiel. Ich habe keine Lust zum Tennisspielen. Ja, dazu habe ich auch keine Lust. Dazu ersetzt hier zum Tennisspielen, sodass wir es nicht nochmal wiederholen müssen. Auch hier, denke ich, ist die Grammatik relativ klar. Möchtest du einen ganzen Satz oder einen Satzteil im nächsten Satz nicht noch einmal benutzen oder wiederholen, dann verwendest du anstatt einer Präposition das Pronominaladverb. Aber Achtung! Dies gilt nur für Sachen. Ganz wichtig. Wenn wir von Personen sprechen, gilt eine andere Regel. In dem Fall benutzen wir nämlich die Präposition und das Pronomen. Also, hast du mit deiner Oma gesprochen? Nein, ich habe noch nicht mit ihr gesprochen. Falsch wäre es zu sagen, ich habe noch nicht damit gesprochen. Denn das würde bedeuten, dass die Oma keine Person, sondern eine Sache ist. Und das wäre natürlich falsch. Also ganz, ganz wichtig, merken. Nun kommen wir aber zur Nutzung der Präpositionaladverben vor Nebensätzen. Ein Beispiel: Ich freue mich darauf, endlich ein paar Tage Urlaub zu machen. Im Vergleich: Ich freue mich auf ein paar Tage Urlaub. Du siehst, vor dem Komma steht das Pronominaladverb. Dort kann keine Präposition stehen, denn eine Präposition kann sich nur auf ein Nomen oder eine andere Person beziehen, aber nicht auf einen ganzen Satz oder einen Satzteil, während ein Präpositionaladverb auf einen kompletten Sachverhalt hinweisen kann. Ich gebe dir weitere Beispiele im Vergleich. Sie denkt an das gute Essen versus sie denkt daran, wie gut das Essen war.
Oder er beschwert sich über die Lautstärke versus er beschwert sich darüber, dass es so laut ist. Noch ein Beispiel. Sie kümmert sich um das Essen versus sie kümmert sich darum, dass das Essen rechtzeitig auf dem Tisch steht. Das war doch eigentlich gar nicht so schwer, oder? Und da das Ganze so zackig erklärt ist, habe ich 3 Sätze für dich vorbereitet, wo du entscheiden musst, was in die Lücke gehört. Schreibe deine Lösungen gleich in die Kommentare und drücke jetzt auf Pause. Wenn du deine Antwort hast, kannst du wieder auf Play drücken und ich gebe dir die Lösungen. Hier ist also die Aufgabe. Und bist du soweit? Dann würde ich sagen, wir vergleichen. Die Lösung für die erste Aufgabe ist von. Also ich verstehe nichts von Autos. Autos ist ein Nomen im Plural und daher kann davor nur eine Präposition stehen. Nummer 2. Davon. Ich verstehe nichts davon, Autos zu reparieren. Hier brauchen wir davon, denn es folgt ein Nebensatz. Und Nummer 3 ist auch davon. Kannst du Autos reparieren? Nein, ich verstehe nichts davon. Auch hier brauchen wir das Präpositionaladverb, denn es bezieht sich auf einen kompletten Satzteil, den wir nicht noch einmal wiederholen möchten. Super! Ich bin mir sicher, dass du alles richtig gemacht hast. Damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Lass mir wie immer gerne ein Like da und abonniere auch meinen Kanal und aktiviere auch gleich die Benachrichtigungen, damit du keins meiner zukünftigen Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal.